Ich grüße ganz herzlich alle. Ich bin wieder da, Ihre Olga. Ich will jetzt Mittagessen kochen. Heute gibt es bei mir Fisch. Ich habe heute ganz normalen Seelachs genommen, tiefgefroren. Also was brauche ich jetzt dazu alles? Also ich habe jetzt hier Fisch, tiefgefroren, Seelachs, Alaska. Ich habe ihn schon ein bisschen vorbereitet, habe ihn aufgetaut. Das sind jetzt 700 Gramm exakt. Habe ihn ein bisschen mit Zitrone so beträufelt und damit ein bisschen so mariniert. Und dazu gibt es bei mir Kartoffeln. Ich habe heute 10 Stück genommen, so mittlere. Und eine leckere Soße, die kenne ich noch aus meiner Kindheit. Das hat meine Mama oft gemacht. Die heißt auf ihrer Sprache, sie ist so ein bisschen schwäbisch, sie hat es immer Tunkbrü genannt, aber ich denke mal Hochdeutsch würde es heißen Tunkbrühe wahrscheinlich, oder das ist so ähnlich wie Mehlschwitze. Also es schmeckt uns sehr gerne und wir machen das uns sehr oft, weil es ganz leicht geht. Dazu brauchen wir erstmal also für den Fisch Öl und Butterschmalz zum Ausbraten, Mehl. Ich zeige es nachher, wie ich das mache. Und für die Brühe brauche ich 2 Päckchen Schlagsahne, das sind 200 Gramm, glaube ich. Ja, 200 Gramm. Man kann haltbare nehmen, man kann auch frische, das ist jetzt egal. Ich habe auch noch ein Päckchen Schmand genommen, das sind 250 Gramm. Also das muss jeder selber wissen, wie viel er nimmt, wie groß seine Familie ist halt. Und eine so ganz kleine Zwiebel für die Soße. So, ich habe jetzt schon hier auch den Herd angemacht für die Kartoffeln. Ich tue sie jetzt halbieren und sie können schon mal auch kochen mit ein bisschen Salz. Und dann fange ich an, auch den Fisch schon ausbraten. So, das Wasser ist schon am Kochen. Ich werde jetzt schon mal die Kartoffel aufstellen. Sie können langsam kochen. Ich habe jetzt hier ungefähr, ich denke mal so 1,5 Liter Wasser. Ich tue jetzt auch direkt Salz rein. So Löffel, nicht ganz gehäuft. So genau. Jetzt können Sie langsam köcheln. Ich habe jetzt vorwiegend festkochende Kartoffeln. Das hängt auch von der Kartoffel ab. Also ungefähr 20 Minuten brauchen Sie schon. So, ich werde jetzt den Fisch vorbereiten und so langsam auspacken oder ausbraten. Ich zeige jetzt Ihnen einen Trick, wie ich das mache. Ich habe jetzt hier 4 Löffel Mehl für diese 700 Gramm. Und ich nehme dazu 1 Löffel Salz. Mische es richtig schön. Und tue das in so eine Tüte rein. Am besten, wenn man die Tüte so gut verschließen kann. Oder man tut es so ein bisschen befestigen, damit das Mehl nicht rausgeht. Ich tue dann den Fisch da rein und schütte es richtig durch. Dann hat man ein bisschen weniger einfach Dreck. Man muss es nicht so mit den Händen machen. Kann man direkt rausholen und ausbraten. Ich tue das abziehen jetzt hier. Verschließe das. Den Fisch habe ich jetzt soweit vorbereitet, so ungefähr sieht er aus. Jetzt werde ich ihn langsam ausbraten. Ich werde jetzt dazu ein bisschen Sonnenblumenöl nehmen und Butterschmalz. Ich tue das immer so machen, ein bisschen so mischen. Man könnte natürlich auch Butter nehmen, aber ich finde, das schäumt so ein bisschen die Butter. Ist auch leckerer und der Fisch sieht besser aus. So. Das sind jetzt 5 Löffel, glaube ich. Erstmal reicht, ich gucke mal jetzt. Ich nehme noch einen guten Löffel Butterschmalz. Ich kann auch nicht immer sagen, genau
gesagt, wie viel ich nehme. Ich tue das immer nach Gefühl machen. Manchmal tue ich dann ein bisschen noch dazu. Ich bin halt keine Profiköchin, ich mache das für mich. Und wenn ihr Fragen habt oder wie, dann könnt ihr mir immer schreiben, ich antworte gerne. Ich habe jetzt den Herd erstmal auf höchster Stufe gemacht. Ich werde ihn jetzt nach ein paar Minuten ein bisschen niedriger machen. Soll ein bisschen erstmal heiß werden. So, ich tue jetzt den Fisch rein. So, den Herd stelle ich jetzt etwas niedriger Stufe. Bei mir geht es nur bis 9. Ich stelle erstmal auf 7 und dann gucke ich mal. Ich weiß auch, ja, ungefähr 5 Minuten. Ich werde jetzt mal selber gucken. Ich werde auf die Uhr jetzt gucken. So, den Fisch werde ich jetzt umdrehen. Der ist soweit fertig. Das war ungefähr 4 Minuten. Ich habe auf den Herd etwas niedrige Stufe gemacht bei mir auf 5, damit er nicht so schnell brät. Und die Kartoffeln sind auch schon fertig. Ich werde sie jetzt ausschütten. Ich habe jetzt das Wasser alles weggeschüttet und ich tue jetzt noch auf den Herd stellen, damit der ganze Dampf noch rausgeht. Und dann werden sie schön aussehen und schmecken noch besser. So, der Fisch ist fertig. Das sind jetzt ungefähr gewesen 5 Minuten von jeder Seite. Ich habe das auch nicht so scharf angebraten. Also bei mir stand es auf 7, dann habe ich etwas niedriger gemacht. Also ich habe so ein bisschen gespielt. Ich werde jetzt den ganzen Fisch ausbraten und dann sehen wir uns wieder. Ich werde dann die Soße machen. So, ich habe jetzt den Fisch ausgebraten. Ich will Ihnen zeigen, wie er von innen aussieht. Viele fragen mich immer oft, warum ich das nicht mache, aber manchmal geht es nicht. So sieht er aus. Jetzt werde ich die Soße zubereiten. So, ich fange jetzt an mit der Zubereitung von der Soße. Also ich habe jetzt vorhin ganz vergessen zu erwähnen, dass für die Soße brauche ich Mondamin-Soßenbinder. Wenn man keinen hat, nimmt man natürlich Mehl, weil meine Mama hat das früher gemacht mit Mehl. Früher gab es ja kein Mondamin, aber mit Soßenbinder geht es halt einfach leichter und man hat nicht so viele Klümpchen. Aber ich mag auch, wenn auch ein paar Klümpchen dabei sind. So, heute mache ich einfach mit Soßenbinder. Also ich nehme erstmal Schlagsahne. Wie gesagt, ich habe jetzt hier 400 Milliliter Schlagsahne. Dann nehme ich noch 200 Gramm ein bisschen so mischen. So, ich nehme jetzt erstmal, manchmal weiß ich auch nicht genau, ehrlich gesagt, wie viel ich nehme. Also ich nehme erstmal so 2 Löffel. Weil ich mag nicht, dass auch die Soße so dickflüssig ist. Also so ungefähr. Wenn ich jetzt sehe, dass es ein bisschen noch wenig ist, tue ich noch ein bisschen dazu. Also ich werde jetzt erstmal wegstellen. Also ich habe jetzt von einer Zwiebel habe ich sogar die Hälfte. Es reicht. Ich nehme jetzt die Hälfte und tue es etwas anbraten hier in der Pfanne. Ich habe jetzt etwas Butterschmalz genommen, so einen halben Löffel. So. Lass erstmal ein bisschen anbraten. Ich tue noch ein bisschen Salz in die Soße, muss man aber nicht, weil Kartoffeln sind gesalzen, Fisch. Aber ich tue doch etwas rein. Weil, wie ihr schon gemerkt habt, ich tue schon ein bisschen, ich mag es ein bisschen salzig, damit man auch Geschmack hat. Das muss aber jeder selber wissen. So,
Meine Zwiebeln sind goldbraun angebraten. Jetzt tue ich einfach das rein und lasse es kurz aufkochen. Und da ist es schon auch fertig. Ich muss aber jetzt gucken, ob mir die Menge Mondamin, was ich genommen habe, auch genügt. Vielleicht muss ich noch ein bisschen dazu tun. Ich mag es halt sowieso ein bisschen flüssiger. Wir gucken mal jetzt. So, meine Soße ist schon am Köcheln. Ich tue jetzt noch ein bisschen Mandarin rein, das gefällt mir nicht. Ich will es noch etwas dickflüssiger haben. Und schalte den Herd schon mal aus, weil das wird noch 5 Minuten köcheln und dann ist es schon noch fertig. So, meine Soße oder wie sie nennen, Tumpri ist fertig. Ich werde jetzt das Essen anrichten und wir essen Mittag. So, mein Gericht ist fertig, Mittagessen ist fertig. Ich kriege jetzt auch einen Besuch von meinem Sohn und er wird das testen. Ich hoffe, es schmeckt ihm und ich wünsche ihm auch viel Spaß, falls Sie Lust haben, das mal nachzumachen.